Was liegt jenseits der Savannen, die jeder kennt? Welche Geheimnisse bergen die grünen Wüsten, die gewaltigen Canyons und die Küstenrouten, wo die Zeit stehen geblieben scheint? Südafrika ist nicht nur die Heimat der Safaris, es ist ein lebendiges Mosaik aus verborgenen Landschaften, natürlichen Skulpturen und Orten, die der herkömmliche Tourismus niemals erreicht. Willkommen zu den Wundern von Südafrika. Machen Sie sich bereit, das zu sehen, was die Reiseführer nicht zeigen. Denn in dieser Dokumentation gehen wir viel weiter. Heute, hier bei Unser Planet, werden wir 10 Orte enthüllen, so beeindruckend, dass sie zu sein scheinen, von Hand gemeißelt, vom Schöpfer selbst. Eine Reise, die mit legendären Bergen beginnt und im pulsierenden Herzen der afrikanischen Wildnis endet. Sie werden Pinguine sehen, wo man nur Hitze erwartet. Ja, Pinguine in Afrika. Majestätische Weinberge, mitten in den Berggipfeln. Und Begegnungen mit Elefanten an Orten, die wie Träume wirken. Doch bevor wir dorthin gelangen, sind Sie bereit, die Oberfläche zu verlassen und das Unsichtbare zu erforschen? Atmen Sie also tief ein, denn das, was als nächstes kommt, könnte Ihre Sicht verändern. Auf Südafrika für immer. Südafrika ist ein Land der Extreme, ein geografisches Orchester, in dem Wüsten, Ozeane, Berge und Savannen im selben Takt zusammenleben. Gelegen an der Südspitze des afrikanischen Kontinents erstreckt es sich über mehr als 1.200.000 Quadratkilometer. Mit fast 60 Millionen Einwohnern, verteilt auf pulsierende Städte und Dörfer, unberührt von der Zeit. Doch heute sind wir nicht hier, um über das Offensichtliche zu sprechen. Vergessen Sie für einen Moment die touristischen Routen, die Pauschalreisen oder die Postkartenbilder. Von jetzt an werden wir die verborgenen Wunder von Südafrika erkunden. Orte, die Geheimnisse in den Wind flüstern und mehr über die Seele eines Landes offenbaren, als jedes Monument. Von dem imposanten Tafelberg, der über Kapstadt wacht wie ein schlafender Riese, bis zu den kolossalen Abgründen des Blythe River Canyon, wo die Natur Kunst gemeißelt hat in lebendigem Stein. Von Stränden, die von Pinguinen bewohnt werden, zu Küstenrouten, wo das Meer singt, über Klippen, die die Vernunft herausfordern. Sie werden Südafrika mit anderen Augen sehen, denn wir werden enthüllen, was jenseits der Savannen liegt. Diese Dokumentation wurde geschaffen für Sie, die mehr als Schönheit suchen, für Sie, die Bedeutung suchen, Sie, die mit den Augen sehen, aber mit der Seele fühlen. Und wenn Sie bereits Marokko mit uns in der letzten Episode bereist haben, werden Sie erkennen, dass jeder Ort seine Geheimnisse bewahrt. Und jetzt ist es Zeit, die von Südafrika zu enthüllen.
Bevor wir weitermachen, prüfen Sie, ob Sie bereits diesen Kanal Unser Planet abonniert haben. Das garantiert, dass Sie weiterhin das Außergewöhnliche rund um die Welt mit uns entdecken. Jetzt atmen Sie tief ein und bereiten Sie sich vor auf das erste Ziel dieser epischen Reise, wo sich Felsen erheben, wie die Mauern einer uralten Zivilisation und jeder Meter Höhe Jahrtausende an Geschichte trägt. Kapstadt, zwischen Gipfeln und Erinnerungen. Im Süden des afrikanischen Kontinents, umspült von den Wassern des Atlantiks und des Indischen Ozeans, erhebt sich eine Stadt, die wie in Poesie gemeißelt wirkt, das majestätische Kapstadt. Mit etwas mehr als 4 Millionen Einwohnern liegt dieses südafrikanische Juwel etwa 1400 Kilometer von der Hauptstadt Pretoria entfernt. Und in jeder Kurve enthüllt es Szenerien, die der Logik trotzen. Von oben wacht ein flacher Berg über alles. Der Tafelberg, mit seinen 1086 Metern Höhe, beherrscht er die Landschaft, als würde er die Stadt mit unsichtbaren Armen beschützen. Erklärt zu einem der 7 Naturwunder der Welt, ist dieser Berg von plötzlichen Nebeln umhüllt, die die Einheimischen Tischtuch nennen. Ein Tanz der Wolken, der bedeckt und enthüllt, wie Magie. Vom Gipfel des Berges öffnet sich der Blick wie ein lebendiges Gemälde. Die Stadt pulsiert darunter, die Bucht glänzt wie ein Spiegel und der Horizont scheint kein Ende zu haben. Ganz in der Nähe, in der Ruhe des Meeres, ruht eine stille Insel, Robben Island, ein Schauplatz des Schmerzes, aber auch des Widerstands und der Hoffnung. Auf diesem kleinen Stück Land verbrachte Nelson Mandela 18 Jahre seines Lebens inhaftiert, weil er für Gleichheit kämpfte. Heute ist die Insel UNESCO-Weltkulturerbe und ein Symbol der Freiheit. Die Überfahrt dorthin dauert etwa 30 Minuten mit dem Boot, doch sie durchquert Jahrhunderte der Geschichte. Eine Reise zwischen tiefen Wunden und der Kraft eines Volkes, das sich nie beugte. Zurück auf dem Festland ist einer der lebendigsten Orte der Stadt die V&A Waterfront. Ein ehemaliger Hafen, verwandelt in ein kulturelles, gastronomisches und künstlerisches Zentrum. Straßencafés am Meer, bunte Läden, Märkte im Freien und das Rauschen des Meeres, das die Erinnerungen wiegt. Ein Ort, an dem die Zeit langsamer vergeht. Doch vielleicht ist es nicht das, was Kapstadt unvergesslich macht, sondern das, was es in uns auslöst. Eine Mischung aus Nostalgie und Staunen, die bleibt, selbst wenn man fortgeht. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, schreiben Sie in die Kommentare, was Sie an diesem ersten Ziel am meisten verzaubert hat. Ihre Meinung hilft unserem Kanal zu wachsen und noch immersivere Dokumentationen zu schaffen. Und so verabschieden wir uns von Kapstadt, aber nicht wie jemand, der ein Buch schließt, sondern wie jemand, der die Seite markiert, um zurückzukehren. Jede durchquerte Straße, jeder wahrgenommene Duft, jeder getauschte Blick verwandelt sich in einen kleinen Schatz in uns,
Denn manche Orte passen nicht nur in Erinnerungen, sie bleiben lebendig und pulsieren hier drinnen. Jetzt atmen Sie tief ein, denn wir werden die Küste verlassen und ins Landesinnere aufbrechen, wo sich die Berge zu Mauern erheben und der Himmel scheint, die Erde zu berühren. Drakensberggebirge, wo die Erde den Himmel berührt. Die Gebirgskette, bekannt als Drakensberg, erstreckt sich über mehr als 1000 Kilometer und markiert die natürliche Grenze zwischen Südafrika und dem kleinen Königreich Lesotho. Ihr Name stammt aus dem Niederländischen und bedeutet Drachenberge. Und wenn man ihre Gipfel betrachtet, die den Himmel durchschneiden, ist es schwer, sich nicht schlafende Riesen unter den Steinen vorzustellen. Wir befinden uns im Ukalamba Drakensbergpark, der wegen seines ökologischen und spirituellen Reichtums zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Hier erreicht die Höhe fast 3500 Meter. Tiefe Täler, senkrechte Felswände, Pfaden, die sich zwischen Abgründen und Wasserfällen winden. Ein Naturheiligtum, wo die Stille lauter spricht als der Wind. Unter den surrealsten Landschaften befindet sich das natürliche Amphitheater, eine halbkreisförmige Mauer aus Felsen mit 5 Kilometern Breite und einem der eindrucksvollsten Ausblicke des gesamten Kontinents. Direkt darüber liegen die Tugela-Fälle, ein Wasserfall, der 949 Meter in die Tiefe stürzt, einer der höchsten der Welt. Im Winter erhalten die Berge eine unerwartete Note. Schnee, ja, Schnee in Afrika. Ein Kontrast, der bewegt und überrascht. Die Region beherbergt auch Felskunst, die von den San hinterlassen wurde, den alten Bewohnern des südlichen Kontinents. Malereien, die über 4000 Jahre alt sind und Rituale, Jagden und uralte Glaubensvorstellungen darstellen. Jeder Strich ist eine Stimme der Vergangenheit, die in den Steinen widerhallt und uns daran erinnert, dass selbst angesichts der Unermesslichkeit das menschliche Wesen immer seine Spuren hinterlassen hat. Die Erkundung der Drakensberge ist mehr als nur ein Wandern zwischen Bergen. Es ist eine innere Reise, ein Eintauchen in Landschaften, die hervorrufen Stille und Ehrfurcht. Wenn Ihnen diese Dokumentation gefällt, geben Sie uns jetzt ein Like. Das zeigt uns, dass es sich lohnt, weiterhin solche Orte zu enthüllen, verborgene, heilige, unvergessliche. Jetzt ist es Zeit, die Höhen zu verlassen. Wir gehen in Richtung Küste, wo der Sand weiß ist, die Steine rund sind und die Bewohner Frack tragen. Boulders Beach,
Pinguine im weißen Sand. Etwa 40 Kilometer von Kapstadt entfernt, verborgen zwischen runden Felsen und klarem Wasser, erscheint ein Strand, der wie ein sanftes Gemälde wirkt. Boulders Beach. Doch was diesen Ort wirklich einzigartig macht, sind nicht nur seine hellen Sande oder das türkisfarbene Blau, das die Felsen küsst. Es sind die Pinguine. Die Pinguine in Afrika. Sie schreiten mit langsamen Schritten und wachsamen Augen inmitten der Hitze, die mit ihren festlichen Anzügen kontrastiert. Die Art, die hier lebt, ist der afrikanische Pinguin, einer der wenigen, die sich an das warme Klima angepasst haben. Sie kamen um 1982 und bildeten eine Kolonie, die heute mehr als 2000 Individuen zählt. Bei Ebbe sieht man ganze Familien tauchen, zwischen den Felsen gleiten, in Stille, als würden sie unter dem Sonnenlicht tanzen. Die afrikanischen Pinguine messen etwa 60 Zentimeter und können in Freiheit bis zu 20 Jahre alt werden. Ihre Rufe klingen wie das Schreien eines Esels, was ihnen den Spitznamen eingebracht hat, Eselspinguine. Sie wechseln sich ab zwischen schnellen Tauchgängen und unbeholfenen Spaziergängen über die Felsen. Doch was am meisten beeindruckt, ist ihr Schutzinstinkt gegenüber den Küken, eine Lektion der Fürsorge in jeder Bewegung. Boulders Beach spielt auch eine entscheidende Rolle im Naturschutz. Teil des Table Mountain National Park Marine Protected Area. Der Zugang ist kontrolliert, um die stetig wachsende Kolonie zu schützen. Das Gehen auf Holzstegen ermöglicht das Beobachten ohne Eingriff. Eine lebendige Lektion des Zusammenlebens zwischen Mensch und Natur. Simonstown, die Nachbarstadt, bewahrt die nautische Geschichte der Region. Ein bezaubernder Kontrast zwischen Tradition und Wildnis. Im Naturreservat von Boulders scheint die Zeit stillzustehen. Das Rauschen der Wellen, der Duft des Meeres und die Stille der Pinguine schaffen einen Frieden, der sich nicht erklären lässt. Vielleicht ist das wahre Wunder dieses Ortes. Nicht nur wilde Tiere aus der Nähe zu sehen, sondern zu lernen von der stillen Harmonie, die sie uns lehren. Jeden Tag. Die Natur, wenn sie uns erlaubt, ihr so nah zu kommen, lädt uns auch ein, mehr zuzuhören, zu fühlen, zu atmen, zu betrachten in Stille.
Und beim Verlassen von Boulders Beach bleibt das Gefühl, einen heiligen Ort besucht zu haben. Ein Zufluchtsort zwischen Felsen und Flügeln. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, schreiben Sie in die Kommentare, was Sie an diesem Ziel am meisten verzaubert hat. Ihre Teilnahme hilft, unser Planet zu wachsen und Sie auf weitere unglaubliche Reisen mitzunehmen. Bleiben Sie bei mir, denn an unserem nächsten Ziel weichen die Strände der Savanne und die zarten Schritte verwandeln sich in mächtige Spuren. Es ist Zeit einzutreten in das Land der Giganten. Addo Park, das Land der gigantischen Elefanten. Gelegen in der Provinz Ostkap beherbergt der Addo-Nationalpark die größte Elefantenpopulation Südafrikas. Es sind mehr als 600, die in Freiheit leben. Gegründet im Jahr 1931, als in der Region nur noch 11 Elefanten übrig waren, wurde der Park zu einem Symbol der Widerstandskraft und der feinen Kunst, das zu bewahren, was überlebt hat. Heute erstreckt sich der Addo über mehr als 1600 Quadratkilometer und umfasst eine Vielfalt von Landschaften, die von trockener Savanne bis zu dichten Wäldern und Küstendünen reichen. Doch es sind die offenen Ebenen unter dem endlosen Himmel, wo die Giganten wandern. Mit festen Schritten, doch voller uralter Sanftmut. Die Elefanten des Addo haben einzigartige Verhaltensweisen entwickelt. Sie sind leiser, kooperativer untereinander und viele wurden bereits fern jeder menschlichen Bedrohung geboren. Durch den Park auf einer Safari zu fahren, heißt das Leben in seinem reinsten Zustand zu erleben. Und wenn der erste Elefant erscheint, verlangsamt sich alles. Die Zeit bleibt stehen und das Herz hört zu. Neben den Elefanten ist der Addo der einzige Park der Welt, der die sogenannten Big Seven schützt. Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn, Elefant, weißer Hai und der Südkaper. Bei nur einem Besuch kann man den Blick von nächtlichen Raubtieren kreuzen und gleich danach eine Walfischflosse in der Ferne durch das Meer schneiden sehen. Ein Schauspiel, das die Logik herausfordert. An den Aussichtspunkten im Park ist die Stille das größte Geschenk und die einfache Geste des Beobachtens wird zum Ritual. Dort ist Betrachten eine Form der Dankbarkeit. Bei Sonnenuntergang taucht das Licht in die trockenen Kronen ein und die goldenen Giganten scheinen mit dem Horizont zu verschwinden. Doch ihre Präsenz bleibt in der Seele dessen, der sie gesehen hat. Wenn Ihnen diese Reise gefällt, prüfen Sie, ob Sie bereits unseren Kanal abonniert haben.
So reisen sie weiterhin mit uns und unterstützen dieses Projekt, das zeigt, was nur wenige zu sehen bekommen. Der Addo erinnert uns daran, dass die wahren Giganten keinen Lärm machen. Sie gehen einfach weiter, verändern alles um sich herum, mit der Leichtigkeit dessen, der Jahrhunderte an Weisheit trägt. Wissenschaftler des Parks verfolgen die Herden per GPS und studieren ihre Wanderungsmuster. Daten wie diese helfen, Schutzpläne zu erstellen für Arten, die noch immer stillen Bedrohungen ausgesetzt sind. Viele Besucher berichten von einem merkwürdigen Phänomen. Wenn man einem Elefanten aus nächster Nähe begegnet, entsteht ein seltsames Gefühl, als ob die Welt um einen herum verschwände und nur dieser Augenblick existierte. Vielleicht liegt es daran, dass sie uns ansehen, ohne Eile, ohne Urteil, wie jemand, der schon alles verstanden hat und nur wählt, präsent zu sein. Der Addo ist nicht nur ein Park, er ist eine lebendige Erinnerung, dass Größe im Schweigen liegen kann, im Schatten oder im langsamen Schritt eines Wesens, das die Welt trägt. Nun lassen wir den Staub der Savanne hinter uns und begeben uns zu grünen Feldern, wo Geschichte, Geschmack und Berge in einem einzigen Kelch zusammentreffen. Unser nächstes Ziel gärt seit Jahrhunderten. Stellenbosch, Wein und Berge in Harmonie. Nur etwa 50 Kilometer von Kapstadt entfernt, zwischen sanften Bergen und fruchtbarem Boden, liegt die älteste Weinregion Südafrikas, Stellenbosch. Gegründet im Jahr 1679 von niederländischen Siedlern, wuchs Stellenbosch im Schatten der Hottentots-Hollandberge und erblühte zwischen Reben, Tradition und Geschichte. Es gibt mehr als 150 Weingüter, verstreut über grüne Täler, blühende Straßen und Kolonialhäuser, bewahrt wie Aquarellgemälde. Unter den ältesten befindet sich Groot Constantia, ein Weingut mit mehr als 3 Jahrhunderten ununterbrochener Produktion, wo jeder Schluck den Geschmack trägt, eines Afrikas, das mit der Zeit gereift ist. Der Wein ist hier nicht nur ein Getränk, er ist eine Sprache, eine Erinnerung im flüssigen Zustand, ein Ritual, das mit der Erde beginnt und in uns selbst endet. Das mediterrane Klima der Region, mit heißen Sommern und feuchten Wintern, begünstigt Trauben wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Pinotage. Letztere das nationale Symbol südafrikanischer Weine. Zwischen den Weinbergen zu wandern, ist eine beinahe meditative Erfahrung. Die Blätter tanzen im Wind und die Sonne schneidet die Berge in goldene Streifen, als würde der Schöpfer still sein eigenes Etikett malen.
Die Weingüter bieten weit mehr als Verkostungen. Es sind sinnliche Erlebnisse, Mittagessen im Freien, Radtouren zwischen den Reben und Harmonien, die den Gaumen und die Erinnerung berühren. Stellenbosch ist auch eine Universitätsstadt, ein lebendiges kulturelles Zentrum, wo Galerien, Cafés und Märkte in von Bäumen gesäumten Straßen zusammenleben. Tradition und Jugend, Seite an Seite. Doch was am meisten überrascht, ist, wie dort alles dem Rhythmus der Natur folgt. Nichts beschleunigt die Zeit, nichts überstürzt den Geschmack, alles wartet und erblüht. Der Sonnenuntergang über den Bergen färbt den Himmel in Orange und Violett und das Aroma der Weine mischt sich mit dem Klang von Lachen und alten Glocken. Ein Abend, der wie Poesie wirkt. Es gibt Orte, die uns durch ihr Vergehen etwas über die Zeit lehren. Aber es gibt andere, wie Stellenbosch, die uns lehren, langsamer zu werden und die Gegenwart wahrhaftiger zu spüren. Vielleicht deshalb haben alte Weine so großen Wert, weil sie nicht nur erzählen, was geschehen ist, sondern auch alles, was gefühlt wurde während des Wartens. Wenn dieses Kapitel Sie auf irgendeine Weise berührt hat, teilen Sie es mit jemandem, der ebenfalls tiefe Erlebnisse liebt. So helfen Sie uns, Geschichten zu verbreiten, die es verdienen, in Ruhe genossen zu werden. Stellenbosch ist nicht nur ein Ort, um Wein zu trinken. Es ist ein Ort, um der Erde zuzuhören, die Zeit zu spüren und auf die Zartheit der einfachen Dinge anzustoßen. Und wie jeder gute Wein reift auch diese Reise weiter. An unserem nächsten Ziel verlassen wir die stillen Täler, um einzutauchen in einen der größten grünen Canyons des Planeten. Wo der Fels Abgründe zeichnet und der Wind Aussichtspunkte meißelt. Ein Ort, an dem die Natur laut spricht und die Landschaft uns zum Schweigen bringt. Blyde River Canyon, der grüne Canyon Afrikas. Im Herzen der Provinz Mpumalanga, verborgen zwischen schroffen Bergen, erhebt sich einer der größten Canyons des Planeten. Der Blyde River Canyon. Mit mehr als 25 Kilometern Länge und Felswänden, die über 800 Meter hoch ragen, gilt er als der drittgrößte Canyon der Welt und der grünste von allen. Anders als die trockenen Canyons Amerikas, hier herrscht das Grün. Der einheimische Wald bedeckt die Abgründe, wie ein lebendiger Mantel, und macht jede Kurve zu einem wilden Tor. Der Blüdefluss schlängelt sich am Grund entlang und meißelt die Felsen mit jahrtausendealter Geduld. Der Name bedeutet Freude, zu Ehren der Wiedervereinigung verlorener Entdecker im 19. Jahrhundert. Und vielleicht ist es genau das, was man hier fühlt, Freude. Aber nicht die laute, sondern jene, die im Herzen pulsiert, wenn uns die Natur zum Wesentlichen zurückführt.
Zu den bekanntesten Punkten gehören die Three Rondavels, Felsformationen, die an afrikanische Hütten erinnern. 3 Steinriesen, die die Geheimnisse des Tals bewachen. Gleich daneben das Gottesfenster. Ein Aussichtspunkt, der sich auf über 1700 Metern Höhe öffnet und eine der weitesten Aussichten bietet in ganz Südafrika. An klaren Tagen kann man bis zum Kruger Nationalpark sehen, am fernen Horizont, eine feine Linie zwischen Realität und dem Heiligen. Ein weiterer Ort, der wie aus einer Fantasie wirkt, ist die Bourke's Luck Potholes, kreisförmige Vertiefungen, die von der Kraft des Wassers gemeißelt wurden, wo Geologie zur lebendigen Kunst wird. Diese Pfade zu durchwandern, ist wie ein Gang durch die Kulissen der Zeit. Jeder Stein trägt Epochen, jeder Wasserfall flüstert eine uralte Geschichte. Auch die Artenvielfalt beeindruckt. Samango-Affen, Antilopen, Adler und sogar Leoparden lauern in den Schatten des Waldes. Hier atmet alles, alles bewegt sich in wilder Harmonie. Wenn Ihnen diese Reise gefällt, geben Sie diesem Video ein Like. Es hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und weiterhin solche Ziele zu zeigen, immens, unerwartet, unvergesslich. Bei Sonnenuntergang berührt das Licht die Klippen mit goldenen Fingern und für einige Minuten scheint der ganze Canyon in Flammen zu stehen, in einem Schauspiel, das keine Worte fassen können. In diesem Moment ist es unmöglich, nicht zu schweigen, denn die Schöpfung spricht laut und alles, was wir tun können, ist Staunen. Der Blythe River Canyon sieht man nicht nur mit den Augen, man fühlt ihn mit der Seele und er bleibt, lange nachdem wir gegangen sind. Nun ist es Zeit, die Abgründe hinter uns zu lassen und den Wellen entgegenzugehen. An unserem nächsten Ziel enthüllt sich die Küste wild, heilig, unbezähmbar. Machen Sie sich bereit für Landschaften, die der Zeit trotzen, und für Geschichten, die vom Meer erzählt werden. Die Küste, die vor Ihren Augen brüllen wird, ist alles außer vorhersehbar. Wild Coast, das Brüllen der heiligen Wellen. Im Südosten Südafrikas existiert eine Küste, die zu sein scheint, als wäre sie vom Ozean selbst gezeichnet worden. Die legendäre Wild Coast. Mit mehr als 250 Kilometern Länge ist dieser Küstenstreifen geprägt von einsamen Stränden, steilen Klippen und uralten Pfaden, die Dörfer mit Abgründen verbinden. Hier hat die Zeit keine Eile. Die Wellen schlagen mit Wucht, aber auch mit Weisheit, als wäre jede Flut ein Gebet in Form von Schaum. Eines der Juwelen der Region ist das Hole in the Wall, ein gigantischer Bogen, von Hand gemeißelt, von einem Schöpfer, der die Schönheit der Formen kennt und die Macht des Durchgangs.
Manche sagen, dass das Geräusch der Wellen dort nicht nur Meer ist, das gegen Stein schlägt. Es ist, als ob die Natur Geschichten erzählen würde, aus einer Zeit, als alles rein und unberührt war. Das nächste Dorf ist Coffee Bay, ein Zufluchtsort für Fischer, Surfer und Reisende, die das Unsichtbare suchen. Dort wird das Einfache groß und die Stille hat einen Klang. Das Xhosa-Volk, die ursprünglichen Bewohner dieser Küste, trägt Traditionen, die mit dem Wind sprechen, mit Muscheln und mit den Geistern, die in den Felsen wohnen. Jede Kurve des Pfades enthüllt eine neue Landschaft, mal wild, mal sanft, doch immer zutiefst lebendig. Hier entlang zu gehen ist mehr als nur zu erkunden, es ist, sich zu verlieren und zu akzeptieren, dass nicht alles eine Erklärung braucht. Manche Schönheiten wurden nur geschaffen, um gefühlt zu werden. Wenn diese Episode Sie mit etwas Größerem verbunden hat, hinterlassen Sie einen Kommentar mit dem Wort Meer. Nur das, ohne Sätze, ohne Erklärungen, einfach Meer. Bei Sonnenuntergang werfen die Klippen lange Schatten über den Ozean und die Wellen brechen weiter, als ob nichts anderes von Bedeutung wäre, außer zu existieren. Die Natur lebt nicht nur, sie setzt sich durch. Und das Meer flüstert nicht, es brüllt mit der Autorität dessen, der Kontinente formt. Und wenn der Mond aufgeht, setzen die Wellen ihre Arbeit fort, wie nächtliche Bildhauer, die erschaffen, zerstören, neu erschaffen, in einem ewigen Kreislauf der Schöpfung. Die Wild Coast ist mehr als nur ein Reiseziel. Sie ist ein Portal zu etwas, das wir vergessen haben, ein Ort, an dem der Körper geht, aber die Seele zuerst ankommt. Nun lassen wir den Ozean hinter uns und folgen der Straße. Eine legendäre Straße, die tropische Wälder durchschneidet und Brücken über Abgründe offenbart. Machen Sie sich bereit für die unendliche Schönheit, denn am nächsten Ziel werden Sie die schönste Straße Afrikas kennenlernen. Eine Route, bei der jede Kurve direkt ins Unmögliche zu führen scheint. Garden-Route, die schönste Straße Afrikas. An der Südküste Südafrikas gelegen, erstreckt sich die Garden-Route über mehr als 300 Kilometer. Sie verbindet Mossel Bay mit dem Storms River, auf einem Weg, der wie von Hand gemalt wirkt. Diese Route führt durch tropische Wälder, dramatische Klippen, Hängebrücken und Strände mit goldenem Sand. Es ist ein Ort, an dem, an nur einem Tag, man unberührte Dschungel durchqueren kann, Küstenhöhlen erkundet und die Stille tiefer Täler hört. Im Herzen der Garden-Route liegt der Tsitsikamma-Nationalpark, ein Heiligtum der Biodiversität, wo Flüsse das Meer in Schluchten aus lebendigem Stein treffen. Dort befindet sich die berühmte Storms River Mouth, eine der filmischsten Begegnungen zwischen Fluss und Ozean, mit Hängebrücken, die über natürliche Abgründe schwanken.
Und wenn man genau hinsieht, sieht man Delfine, die in den Wellen spielen und mit etwas Glück sogar Wale, die dicht an der Küste ziehen. Die Luft trägt den Duft von Kiefernholz und Meeresbrise. Und das Licht, das durch die Baumkronen fällt, scheint von etwas Göttlichem gefiltert zu sein. Einer der fotogensten Punkte liegt bei den Knysna Heads, 2 gigantische Klippen, die den Eingang zur Lagune bewachen, wie Tore zu einem verborgenen Reich. Knysna ist auch bekannt für seine frischen Austern und für Wanderwege, die versteckte Aussichtspunkte enthüllen, wo die Zeit nur für sie stillzustehen scheint. Diese Route zu befahren, ist mehr als nur Autofahren. Es ist Kontemplation, es ist tieferes Atmen, es ist die Erinnerung, dass die Straße selbst auch ein Ziel sein kann. Und wie alles in Südafrika trägt die Gardenroute uralte Geschichten in sich, von Völkern, Tieren und Winden, die schon Zeitalter vorbeiziehen sahen. Wenn dieser Abschnitt Sie schon beeindruckt hat, stellen Sie sich vor, was als nächstes kommt. Nur wenige Kilometer entfernt wartet einer der symbolträchtigsten Orte des Planeten. Machen Sie sich bereit für eine Landschaft, wo der Kontinent endet und die Ozeane sich mit Kraft und Ehrfurcht begegnen. Im nächsten Kapitel werden Sie das majestätische Kap der guten Hoffnung entdecken. Kap der guten Hoffnung, wo die Ozeane sich treffen. An der Spitze der Kafalbinsel, etwa 70 Kilometer von Kapstadt entfernt, liegt eines der symbolträchtigsten Ziele Südafrikas, das legendäre Kap der guten Hoffnung. Hier umarmen sich der Atlantische Ozean und der Indische Ozean in einem Aufeinandertreffen stürmischer Gewässer, wo sich die Schöpfung zu manifestieren scheint, in Form von Wellen und Wind. Jahrhundertelang fürchteten Seefahrer dieses Kap. Es war die Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, der Punkt, an dem die Karten endeten und die Legenden begannen. Das Cape Point ist seine Wache, ein schroffer Felssporn mit einem Leuchtturm auf der Spitze, der die Seefahrer warnt. Hier endet das Land. Die Klippen des Kaps erheben sich wie Mauern, gemeißelt vom Schöpfer, um dieses Naturheiligtum zu bewahren. Der Ausblick ist überwältigend und der Wind scheint Geschichten von Jahrhunderten zu tragen. Das Naturreservat des Kaps beherbergt Antilopen, Strauße, Paviane und endemische Blumen des Kapflorenreichs. Eine Explosion des Lebens, wo man nur Felsen und Meer erwarten würde.
Es ist ein Ort, an dem sich die Zeit mit jeder Kurve verändert, wo Wolken in Sekunden den Himmel zerreißen und das Blau des Meeres Töne offenbart, die jede Beschreibung sprengen. Auf der Fahrt über den Chapman's Peak Drive, eine Panoramastraße, die in die Klippen gemeißelt wurde, versteht man, warum dieses Stück der Welt von vielen als das Ende der Erde bezeichnet wird. Doch vielleicht das Beeindruckendste ist nicht die Landschaft selbst, sondern das, was sie in demjenigen auslöst, der sie betrachtet. Eine Mischung aus Demut, Faszination und Dankbarkeit, dafür auf einem Planeten zu leben, auf dem der Schöpfer so großzügig in den Details war. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, prüfen Sie, ob Sie den Kanal schon abonniert haben. So stellen Sie sicher, dass die nächsten Wunder auch Teil Ihrer Reise werden. Und jetzt machen Sie sich bereit, denn wir sind im Begriff, das letzte Ziel dieser Reise zu erreichen. Den Ort, wo die Savanne atmet und das Herz Afrikas stärker schlägt. An unserem nächsten Ziel werden Sie das wilde Reich des Kontinents erkunden, den ikonischen Kruger Nationalpark. Kruger National Park, das wilde Herz Afrikas. Gelegen im Nordosten Südafrikas nimmt der Kruger Nationalpark eine Fläche von fast 20.000 Quadratkilometern ein. Eines der größten Wildschutzgebiete des Planeten. Hier gibt es keine Gitter, keine Käfige, nur den unerbittlichen Rhythmus der Natur, wo Raubtiere und Beutetiere einen uralten Tanz des Überlebens leben. Hier ist die Heimat der berühmten Big Five: Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und der Büffel. Tiere, die, selbst aus der Ferne, das Herz schneller schlagen lassen. Safaris im Kruger sind nicht nur Ausflüge, es sind Erlebnisse, die etwas in uns verändern. Wenn die Augen eines Löwen die ihren kreuzen, scheint die Zeit stillzustehen. Der Sonnenaufgang im Kruger ist ein Schauspiel für sich. Goldene Strahlen durchschneiden die Savannen und enthüllen die Silhouetten von Giraffen und Herden, die mit dem Gesang der Vögel erwachen.
Bei Sonnenuntergang verwandelt sich der Himmel in eine flammende Leinwand und das Zirpen der Grillen, vermengt mit fernen Gebrüll, erinnert uns daran, dass wir uns auf heiligem Boden befinden. Doch der Kruger ist mehr als Tiere. Er ist ein Band zur Erde. Er ist der Ort, an dem wir verstehen, dass jede Kreatur eine Rolle im göttlichen Gleichgewicht spielt. Mehr als 500 Vogelarten, Hunderte von Reptilien und eine Pflanzenvielfalt, die jeden Katalog übersteigt. All das koexistiert in vollkommener Harmonie. Die Größe des Kruger liegt nicht nur in dem, was man sieht, sondern in dem, was man fühlt, in der Ehrfurcht, die ganz natürlich entsteht, angesichts der lebendigen Schöpfung. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, prüfen Sie, ob Sie den Kanal schon abonniert haben. So stellen Sie sicher, dass die nächsten Ziele Sie erreichen, immer mit Qualität, Wahrheit und Emotionen. Doch Achtung, denn auch wenn der Kruger das Ende dieser Reise ist, ist er zugleich eine Einladung, weiterhin Orte zu entdecken, die das Offensichtliche herausfordern. Vielleicht haben Sie während dieser Reise erkannt, dass Südafrika viel mehr ist als nur Savannen. Es ist ein Spiegel der Schöpfung, eine Bühne, auf der Gott mit der kühnsten Palette malte und seine Signatur in jedes Detail legte. Von Gipfeln, die den Himmel berühren, bis zu den Wassern, die an den Enden des Kontinents tosen, alles hier pulsiert Leben und offenbart einen größeren Zweck. Wenn diese Reise Sie auf irgendeine Weise berührt hat, behalten Sie es nicht für sich. Teilen Sie diese Dokumentation mit jemandem, der ebenfalls die Wunder unseres Planeten liebt. Und denken Sie daran, dies war nur eine der Seiten eines Atlas voller Geheimnisse und noch verborgener Schönheiten. Hier auf dem Kanal Unser Planet ist jede Episode eine Reise und jedes Ziel eine neue Chance, sich zu verzaubern. Also setzen Sie die Erkundung mit uns fort, denn die Welt ist voller verborgener Orte, die Ihnen noch den Atem rauben werden. Heute sind wir in die wilde Seele Südafrikas eingetaucht. Aber glauben Sie nicht, dass die Reise hier endet. Unser nächstes Ziel liegt gleich dort in der Kurve des Unbekannten und ich garantiere, Sie werden die Welt nie wieder mit denselben Augen sehen. Gehen wir gemeinsam? Wenn wir heute den Dschungel Südafrikas gesehen haben, sind wir im vorherigen Video durch die Wüste Marokkos gereist, wo heilige Städte, verborgene Oasen und Sandmauern uralte Geheimnisse bergen. Also, nach dem Eintauchen in die Savanne, warum nicht zurück zum Anfang der Zivilisation? Klicken Sie jetzt auf das Video auf Ihrem Bildschirm und begeben Sie sich mit mir auf diese weitere Reise durch die Wunder Marokkos und entdecken Sie die 10 Orte, die verborgen liegen, jenseits der Wüste. Ich warte dort auf Sie, entdecke das Außergewöhnliche rund um die Welt, eine Umarmung und bis zur nächsten Reise.